Im heutigen Video möchte ich euch meinen Lieblingszug vorstellen. Es ist der italienische Frecciarossa 1000, der bis zu 300 km/h fährt. Und ich fahre ihn heute von Napoli nach Venedig Santa Lucia. Ich fahre in der höchsten Klasse, der Executive Class. Und ich möchte euch gerne den gesamten Service an Bord zeigen und wie gemütlich dieser Zug ist. Vorher aber zeige ich euch noch die Lounge in Napoli. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade in Italien, in Napoli oder wie wir Deutschen sagen, in Neapel. Und heute möchte ich mit einem meiner Lieblingszüge fahren. Das ist nämlich der Frecciarossa 500 und der Frecciarossa 1000. Den Frecciarossa 500 kennt ihr ja bereits von meinen Videos. Und heute möchte ich euch mal den Frecciarossa 1000 vorstellen. Wir fahren aber nicht in der Standard-Class, nein, wir fahren in der teuersten Klasse, in der Executive Class. Und da bin ich schon sehr gespannt darauf. Ich stehe gerade vor dem Bahnhof von Napoli. Ich sage Napoli, weil das der italienische Begriff ist. Und so sieht es hier aus. Dort vorne geht es rein. Die Italiener haben sogar auch an größeren Bahnhöfen, wie zum Beispiel hier in Napoli, eigene Lounges. Und wir schauen uns jetzt gleich mal die Lounge an, weil mit unserem Executive Class Ticket dürfen wir dort rein. Und dort geht's rein. So sieht's hier aus. Wird gerade fleißig gebaut. Dort oben ist die große Anzeigetafel, die gucken wir uns nachher aber noch mal genauer an. Wir wollen dort vorne rein in die Freccia Lounge vom italienischen Zugbetreiber Trenitalia. So sieht es hier aus. Wir müssen einmal um die Ecke, weil dort ist der Eingang. 2 Etagen. Und hier ist der Eingang. Um Eintritt zu erhalten, müssen wir erstmal auf QR-Code klicken. Und jetzt halten wir unser Ticket darunter. Und hinein. Freccia Lounge. Gehen wir mal die Treppe hoch. Ach, hier gibt es sogar auch einen Fahrstuhl. Nun sind wir drin und hier ist schon mal ein riesiges Sofa. Und wie ihr seht, wir können hier in den Bahnhof gucken. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen rum. Jetzt zeige ich euch, was es hier so gibt. Saft, Süßigkeiten, Kekse, Kaffee, Softdrinks, Cornflakes. So sieht es hier aus. Hier ist noch eine Tafel, wo die Züge angeschlagen sind. Und da ist unser Zug. 94:20 nach Venezia Santa Lucia um 11:09 Uhr. Schauen wir doch mal ein bisschen raus. Wow. Und da hinten sind die Gleise. Da müssen wir gleich hin. Naja, in einer Stunde. Bin extra früh dran. Wenn ihr in dieser Lounge zu Gast seid, gibt es auch Personal, welches euch zur Seite steht, wenn ihr Fragen habt. Hier in der Lounge gibt es natürlich auch WLAN. Das ist das WLAN-Netzwerk, aber wir müssen jetzt tatsächlich eine App runterladen. Die heißt Freccia Play. Das machen wir doch mal. Nun habe ich WLAN. Aber das war nicht so einfach. Ihr braucht tatsächlich einen Frecce-Account, damit ihr das nutzen könnt. Gerade hat sich die Dame vom Service eingeloggt. Ja, okay, das ist ein bisschen umständlich. Ich habe noch ein kleines Feature gefunden. Hier könnt ihr eure technischen Geräte laden. So sieht es hier nochmal aus von dem Sitzplatz, wo ich gerade sitze. Hier kann man es schon aushalten. Schön ruhig. Das Einzige, was laut ist, ist die Kaffeemaschine. Haha. Und hinaus. Gleis 18. Ah, ich muss mein Ticket holen. Und so sieht es hier aus.
Da ist er. Venezia, Santa Lucia. Wir müssen nach ganz vorne. Einmal am Zug entlang. Hier in Napoli werden die Langstreckenzüge immer erst 15 Minuten vor Abfahrt bekannt gegeben, auf welchem Gleis sie fahren. Und um auf den Bahnsteig zu kommen, müsst ihr nochmal durch eine Ticketkontrolle. Schade für mich, dass ich keine Züge vorher gucken kann, aber gut für die Sicherheit. Hier seht ihr, welche Reiseklassen es gibt. Standard, Premium, ist gerade noch leer. Da kann ich ja noch mal ein bisschen durch den Zug laufen. Buongiorno. Bistro. Bistro. So sieht Business aus. 2+1 Konfiguration. Sieht auch schon gut aus, ne? Und es gibt noch Business leise. Und das ist Executive Class. Hier sitzen wir. Da steht es. Executive Class. Hier kommt noch ein Überblick über meine heutige Route. Ich starte am Hauptbahnhof von Neapel oder wie er in Italien heißt, Napoli Centrale. Die Fahrt geht dann erst in Richtung Norden über Rom, bis wir dann die wunderschöne Lagunenstadt Venedig erreichen oder wie es in Italien heißt, Venezia. Der Bahnhof heißt Venezia Santa Lucia. Und so sieht der Sitz nochmal aus der Nähe aus. Wunderschön. Hier geht es schon gleich los mit Features, USB-Port und eine Steckdose. Hier kann man noch einen Laptop hinlegen und ein paar Buttons. Sieht schon nicht so verkehrt aus. Hier, wir haben komplette Ruhe. Hier kann kein Mensch durchlaufen. Und so sieht es hier aus. 10 Plätze sind es insgesamt. Kann man schon aushalten. Hier ist ja wie ein Thron. Jetzt machen wir es uns mal gemütlich. Ja. Da kommt eine Lehne raus. Man kann sich fast hinlegen. Jetzt runter. Runter, 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 runter. Ah, ich liege fast. Sehr bequem. Ich habe noch einen tollen Knopf gefunden. 1, 2, 3. Also 2 Stufen. Ausfahrt aus Napoli Centrale. Buongiorno, siamo lieti di darvi il benvenuto a bordo del Frecciarossa 1094-20. Il treno arriverà a Venezia Santa Lucia alle ore 16:34. Il personale Trenitalia è a vostra disposizione per qualunque esigenza. Gehen wir auf die Suche nach Features. Wir müssen erstmal hier die Box öffnen. Dann kommt da der Tisch raus. Mit einer Hand ist es echt schwierig. Tisch, komm her. Okay, Tisch. Ich habe einen WLAN-QR-Code entdeckt. Da ist er. Den scannen wir. Und wir gelangen in die Freccia Play App. Also, ich habe WLAN gefunden. Also, ich habe WLAN und die Freccia Play App. Freccia Play darf mir Benachrichtigungen zusenden. Was soll das denn? Na gut, machen wir das. Ich möchte jetzt gerne sehen, wo denn unsere Route ist. Da ist der Button. Travel Info. Also in der Freccia Play App tut sich nichts. Anscheinend kann ich da nur Filme gucken. Also ich habe hier noch eine andere App. Das ist die Trenitalia App. Und da sehe ich unseren Zug. Aber leider ohne Karte. Ich möchte doch eine Landkarte haben.
Aber der Service beginnt 10 Minuten nach Abfahrt. Und hier ist unsere Menükarte. So wie sich das gehört. Das ist vom Starkoch Carlo Cracco entworfen, das Menü. Hier in der Executive Class gibt es noch ein paar Bildschirme an der Decke. Gleich werden wir auch die Karte sehen und die aktuelle Geschwindigkeit. Da sehen wir die Landkarte und wir fahren bereits 295 km/h. Und so sehen 295 km/h aus. Alles fliegt an uns vorbei. Wahnsinn. Und wie ihr hört, es ist verdammt leise hier. Da wir gerade eine angemessene Fahrtgeschwindigkeit haben, machen wir einen Speedtest fürs Internet. Tja, 8 Mbits bei knapp 300 km/h finde ich schon sehr fair. Sehr, sehr gut. I passeggeri ad abbassare la suoneria dei cellulari e il tono della voce per non disturbare gli altri viaggiatori. Grazie della collaborazione. Dear passengers, please lower the volume of mobile phones and the tone of voice so as not to disturb other passengers. Thank you for your cooperation. In dem gesamten Zug gibt es Sonnenblenden. Aber die brauchen wir gerade nicht. Es ist so schön rauszugucken, wie alles an uns vorbeifliegt. Na endlich, jetzt habe ich es hinbekommen. Ich musste nur den Browser-Cache leeren. Und jetzt können wir alles auf der Karte sehen. Nächster Halt ist Roma Termini. Und wir fahren 296 km/h. Es ist so schön grün hier. Übrigens habe ich gerade ein Bier bestellt. Muss ja mal langsam losgehen, die Party, nicht wahr? Der Service geht los. Grazie. Der Reisekomfort in diesem Zug ist unglaublich. Wir fahren mit knapp 300 km/h durch Tunnel und man hat nicht mal Druck auf den Ohren. Hier sind sogar noch ein paar Berge, wie schön. Und es ist alles grün. Diese ganzen kleinen Ortschaften, die man draußen sieht, da möchte man einfach die ganze Zeit aussteigen, weil es so schön ist. Da ist es, mein Lieblingsbier, Baladin. Dieses Mal die Sorte Isaak. Und da gibt's Wein. Er hat einfach mit Distanz bei 296 km/h das Bier eingegossen. Es wackelt ja hier ein kleines bisschen. So, jetzt habe ich mein Lieblingsbier. Die Party kann starten. Prosit auf eine schöne Zugfahrt. Oh, den Geschmack kann man nicht beschreiben. Ich versuch's mal. Es ist leicht fruchtig, mild, aber nicht zu mild. Ganz tolles Bier. Los geht's. Mittagessen. Mozzarella di Bufala. Ich habe übrigens gerade den Sitz gedreht, weil wir waren gerade in Rom und in Rom fährt der Zug vorwärts rein und rückwärts wieder raus. Dieser Mozzarella ist unglaublich. Sowas habe ich noch nicht in Deutschland gegessen in der Qualität. So sieht er von innen aus. Schön cremig. Und da ist die Falte. Der ist also handgemacht. Ich habe gerade mal in das Brot gebissen. Es ist rosa. Da hinten ist ein Intercity Notte in Roma Timontina. Notte heißt Nacht.
Das Essen geht weiter. Aperol Spritz und dazu Ente in Orange. Ey, das gibt's nicht. Die Ente ist so zart und schmeckt so unglaublich gut. Und vor allen Dingen, wir fahren gerade 220 km/h. Da sollte man Ente essen, nicht wahr? Stoßen wir auf die Ente an. Aperol Spritz aus der Flasche. Mal gucken, wie das schmeckt. Das ist das Original. Das schmeckt saugut. Ich habe gerade mal zu Hause in Deutschland angerufen, natürlich mit dem Handy. Wir sind mit 250 km/h durch den Tunnel gefahren und ich konnte meine Eltern perfekt verstehen. Das nenne ich mal Qualität im Tunnel. Und ja, jetzt geht es gleich weiter. Gleich gibt es Rippchen. Wir haben nun die Region Toskana erreicht. Von der hört man ja besonders viel. Da war ein kleiner Übersetzungsfehler in der Karte. Das waren gar keine Rippchen. Es war Mangold. Hat aber auch gut geschmeckt. Habe ich auch aufgegessen. Ist Gemüse. Aber es geht jetzt weiter. Ich habe jetzt ein schönes Sandwich. Da hat schon jemand reingebissen. Ah, mit bestem italienischen Schinken. Heiß. Ich habe das Sandwich jetzt schön in Form geschnitten, aber das muss irgendein besonderer Teig sein. Als wenn da irgendwie Parmesan oder sowas noch drin ist. Das schmeckt unglaublich gut. Also das nenne ich mal ein Sandwich. Wie soll ich in Deutschland jemals wieder Schinken essen? Der schmeckt so unglaublich. Wir haben ein heißes Tuch bekommen. Waschen wir uns ein bisschen das Gesicht. Und rein damit. Oh, das riecht so gut. Nach Zitrone. Ah, ich weiß nicht, ob es für das Gesicht oder für die Hände ist, aber es tut unglaublich gut. Wir kommen gerade in Firenze an. Und in Firenze wird der Zug schon wieder gedreht. Ich zeige euch mal, wie man den Sitz dreht. Als erstes Knopf drücken. Boom, geht auf. Und dann sehen wir hier einen Griff. Und da einen Griff. Hier. Ah. Geht gleich weiter. Und wir sind in Fahrtrichtung. Mein Assistent hat mir wunderbar geholfen. Nun sitze ich wieder in Fahrtrichtung und gucke auf die Wand. Wir sind ja gerade aus Firenze rausgefahren und wir fahren mittlerweile auch wieder 250 km/h. Und ja, jetzt brauche ich noch ein bisschen Power, ne? Ich habe mir hier mal einen Espresso bestellt. Testen wir erstmal mit dem Löffel. Schmeckt irgendwie rauchig. Mal gucken, wie er denn so schmeckt. Wir sehen hier Il. Ich trinke ihn schwarz, ohne alles. Soll man so machen. Der wird wahrscheinlich mich auch anschieben. Vollgas. Sehr, sehr lecker, sehr mild, aber dennoch sehr kräftiges Kaffeearoma. Wunderbar. Und kein bisschen sauer. Super. Ich habe gerade noch einen Gruß aus der Küche bekommen. Schauen wir uns das mal an. Erstmal noch ein schönes Bier. Caciotta mit schwarzem Pfeffer, Schinken. Das schmeckt so unglaublich gut. Also Italiener wissen echt, wie man Essen macht. Falls ihr mal Lust habt, im Zug zu arbeiten, schaut euch das mal an. Hier ist die Working Area. So sieht's hier aus. Man kann die Tür abschließen. Und ihr habt tatsächlich einen Fernseher für eure Präsentation. Und wo kann man die Kabel reinstecken? Das muss doch auch irgendwo gehen. Also hier sind schon mal Steckdosen. Aber man muss doch irgendwie den Fernseher ansteuern können. Nein, in diesem Zug kann man den Fernseher nicht ansteuern. In dem
alten Zug, dem Frecciarossa 500, ging das. Wir verlassen nun unseren letzten Bahnhof vor unserem Finale Venezia Santa Lucia. Dieser Ort ist Mestre. Mestre ist tatsächlich ein Stadtteil, der auf dem Festland liegt, von Venedig. Und Mestre ist mit Venedig Santa Lucia verbunden über die Ponte della Libertà. Das ist nämlich die Brücke der Freiheit. Super. Auf nach Venezia Santa Lucia. Ach, gerade wurde noch mal die Klimaanlage aufgedreht. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber hier ist es jetzt gerade durchaus laut. Oh, geht's schon los mit Venedig? Das ist so einmalig, das müssen wir genießen. Saremo lieti di potervi ospitare ancora a bordo dei nostri treni. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa da treno. Si ricorda inoltre che è severamente vietato attraversare i binari. We are now arriving in Venezia Santa Lucia. Thank you for traveling with Frecciarossa. Da ist es, We will be glad to see you again on board our train. Venezia oder wie wir es in Deutschland nennen, Venedig. Please remember that it is strictly forbidden to cross the track. Vi ricordiamo che in alcuni giorni tra il 18 aprile 2025 e il 27 luglio 2025 ogni visitatore di Venezia è tenuto a pagare direttamente al Comune di Venezia un contributo di accesso. Per beneficiare delle esclusioni e delle eccezioni e per tutte le informazioni riguardo le Wow. pagamento visitate Das ist ja alles neu hier. la relazione Das erste Gebäude sieht gar nicht so aus, als wenn es hier gebaut wurde. Das ist kein Originalgebäude. Jetzt kommen die Originalgebäude. Da ist das Schild. Venezia Santa Lucia. Und eine 5G-Antenne. Und da ist ein Frecciarossa 500. Der ist auch super. Und da ist ein ETR 700. Das ist auch ein Frecciarossa-Zug. Jetzt haben wir die Executive Class nochmal komplett für uns alleine. Da ist mein Sitz. Genießen wir die letzten paar Minuten dieser unglaublichen Zugfahrt. Wunderschön. Und so ist der Blick, wenn die Executive Class komplett frei ist. Herrlich. Mach's gut, liebe Executive Class. Verabschieden wir uns von unserem Zug. Dort steht Ausgang, da gehen wir raus. Canal Grande. Den zeige ich euch noch. Mein Ticket habe ich direkt bei Trenitalia gebucht über deren Online-Portal und es hat mich 275 € gekostet und da war eine Sitzplatzreservierung inklusive. Canale Grande. Erreicht. Boah, ist das voll hier. Ich bin nun gut angekommen in Venezia Santa Lucia. Also das war eine gigantische Zugfahrt. Der Zug war einfach Wahnsinn. 300 km/h waren der Wahnsinn. Die Landschaft war Wahnsinn. Das Essen war Wahnsinn. Die Getränke waren Wahnsinn. Für mich war das die perfekte Zugfahrt. Schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, werdet doch Mitglied auf meinem Kanal und seht alle meine Videos früher. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.